Wenn ihr diesen Kanal schon länger abonniert habt, dann wisst ihr, unsere Vorstellungen von der Arbeit und vom Leben haben sich in letzter Zeit so ein bisschen verändert. Unser Mindset ist längst nicht mehr wie in der Hustle-Culture. Für mich gibt es kein 9 to 5, sondern 24/7. Wir haben auch keine Lust mehr auf das Girlboss-Dasein. Einfach nur ein Girlboss, das ihr Imperium aufbaut. Und wir leben auch nicht mehr nur, um zu arbeiten. Arbeit? Ich träume gar nicht von Arbeit. Und jetzt gibt es da ein Modell, das da perfekt reinpasst und TikTok im Sturm erobert. Die Stay-at-Home Girlfriends. Oder kurz SAG. This is what my mornings look like as a 25-year-old stay-at-home girlfriend. I fill up Lucanized water bottles to make sure we're hydrated. Yup, it's a thing. Frauen, die mit gut verdienenden Männern in Beziehungen sind, die ihr komplettes Leben finanzieren, damit sie tun und machen können, was sie wollen und wann sie es wollen. Traum, oder? Also zumindest, wenn man nach den Kommentaren geht. Auf der einen Seite haben wir wirklich sehr viele Leute, die schreiben, dass das Gold sind und sie nichts lieber machen wollen würden als das und sagen, gönn dir, Schwester. Aber auf der anderen Seite ganz viele, die auch ziemlich skeptisch sind, das nicht verstehen, belächeln und davor warnen. Aber sind das berechtigte Sorgen oder haben die Stay-at-Home-Girlfriends wirklich das System ausgetrickst und das sind doch einfach alles nur Hater? Wow. Crazy. You're crazy, girl. Das wollte ich mir anschauen und habe mir dazu Hilfe geholt von Natascha Wegelin. Sie ist Gründerin, Geschäftsführerin, Autorin und Mentorin bei Madame Moneypenny. Wie der Name sagt, geht es da um Geld und vor allem um finanzielle Unabhängigkeit von Frauen. Und ich wollte, dass sie sich für uns den Trend mal anschaut. Bei der Recherche bin ich dann übrigens auch in einer ganz abgefahrenen Ecke von TikTok gelandet. Und zwar bei Frauen, die von sich selbst sagen, dass sie traditionelle Hausfrauen sind. Bisschen 50s-Vibes schwingen damit, nur eben im Hier und Jetzt. Diese Rollenbilder und ob sie wirklich so toll sind oder doch nur romantisiert werden, sollten wir uns genauer anschauen. Und übrigens war das ein Thema, das ihr uns vorgeschlagen habt. Also falls ihr mal wieder irgendeinen TikTok-Trend oder sonst irgendwas entdeckt habt, was euch beschäftigt, dann schreibt uns. Wir sehen euch. Und jetzt, let's go. Den Begriff Stay-at-Home-Girlfriend habe ich sowohl schon 2007 als auch 2011 im Internet rumgeistern sehen. Scheint also nichts absolut Neues zu sein, als Freundin zu Hause zu bleiben, während der Partner das Leben finanziert. Aber so richtig viele hatten es erst im Sommer 22 auf dem Schirm. Und zwar dank TikTok und diesem Video von Influencerin Kendall K. In diesem Mini-Vlog zeigt sie Ausschnitte ihres Lebens, wie sie ganz viele unterschiedliche Getränke auch für ihren Freund macht, das Bett macht, eine sehr lange Skincare-Routine, Journaling, einen Kaffee mit ihrem Freund trinken geht, sie Sport macht, Essen macht, noch mehr Koffein und noch mehr Journaling. That's it. Ein Slow Life eben. Dieses Video hat irgendwas mit den Leuten gemacht, denn zum jetzigen Zeitpunkt hat es einfach 12 Millionen Aufrufe. Ich möchte auch 12 Millionen Aufrufe. Wieso geben wir uns eigentlich so viel Mühe? Auch andere Videos von ihrem Leben sehen ähnlich aus. Bett machen, lange Skincare-Routine, viel Journaling und sehr viel Kaffee. Und das war wie so ein Spiritual Awakening von den Stay-at-Home-Girlfriends. Dann kamen sie alle an die Öffentlichkeit, haben Videos gepostet und wollten ihr Leben und ihre Tipps und ihre Erfahrungen mit dem Rest der Welt teilen. 5 things I did to become a stay-at-home girlfriend. Und Leute, wo das herkommt, gibt's noch sehr viel mehr. Und genau zu diesem Lebensstil hatten die Leute einiges zu sagen. Die Kommentare unter speziell dem ersten Video von Kendall K sind explodiert. Es gab Duett-TikToks mit fassungslosen Reaktionen darauf und viele haben einfach insgesamt ganz starke Gefühle dazu gehabt. Stay-at-home girlfriend. Honey, if there is not a ring on your finger, you need to go to work. Dann haben sich die Leute gefragt, was da so in diesem Notizbuch von ihr steht und mal rangezoomt und fanden das auch etwas besorgniserregend. Ich habe auch mal einen Screenshot gemacht und da steht sowas wie, dass sie unzufrieden ist mit ihrem Äußeren, aber vor allem, dass sie sich so fühlt, als würde
würde ihre Karriere stagnieren, genauso wie ihre Zufriedenheit und Erfüllung und sie einen Mangel hat an Spaß, sozialem Leben und Aufregung. Das ist tatsächlich ein bisschen krass und vor allem das Gegenteil von dem, wie das Leben auf Social Media wirkt, oder? Jemand hat drunter geschrieben, dass sie selbst mal eine Stay-at-home-Girlfriend war und sich nie so isoliert gefühlt hat. Hat es also ein bisschen gefühlt. Das hat aber die Leute dazu gebracht, zum Beispiel solche Parodien zu machen, die zeigen sollen, dass sie vielleicht sogar gefangen sind oder so. Morning in my life as a 25-year-old stay-at-home girlfriend. One of the very first things I do after I put my dress on is I will open up the shades and let the light stream in from the outside world. Then I'll usually check to make sure that Rodney did indeed lock the door. It locks from the outside and sometimes I think maybe he'll forget. Und es gab Menschen, die ernsthafte Sorgen hatten und spätestens, wenn sich ein Scheidungsanwalt einschaltet und das hier sagt: As a divorce lawyer, I wouldn't suggest that you aspire to become a stay-at-home girlfriend. The price you pay as a stay-at-home girlfriend is your autonomy, your independence, your freedom, which all leads to you being vulnerable. Spätestens dann denkt man sich vielleicht, okay, irgendwas scheint faul an der Sache zu sein, oder? Was er genau damit meint, dazu komme ich später, aber lasst uns erstmal noch ein bisschen weiter in dieses TikTok-Rabbit-Hole klettern. Denn Ziel vieler Stay-at-home-Girlfriends scheint es ja, eine Stay-at-home-Wife zu werden. Und vielleicht ist euch auch aufgefallen, dass in einigen Videos die Begriffe feminin oder traditionell gefallen sind. Auch der Millionärsfreund von Stay-at-home-Girlfriend Kendall Kay hat in einem Interview davon gesprochen, dass er schon immer an eine traditionelle Beziehung geglaubt hat, in der der Mann die maskuline Arbeit erledigen soll und genug verdienen soll, um für den Haushalt zu bezahlen, während die Frau in ihrer femininen Energie ruhen soll. Was heißt das überhaupt? Ruhe ich auch gerade in meiner femininen Energie? Und genau diese Begriffe verwenden eine andere Gruppe von Menschen auf TikTok, nur eben mit dem Unterschied, dass sie verheiratet sind. Tradwife bedeutet so viel wie Traditional Wife, also traditionelle Ehefrau. Und eine der Influencerinnen auf TikTok ist 24 Jahre alt, hat bei sich in der Bio sowas stehen wie Femininity und definiert den Begriff so. Tradwife, it is a woman who chooses to live a more traditional life with ultra-traditional gender roles. So the man goes outside the house, works, provides for the family. The woman stays home and she's the homemaker. She takes care of the home and the children if there are any. Tradwives also believe that they should submit to their husbands and serve their husbands and family. And that triggers people because the words submit and serve, it makes women think that we're saying that we're less than a man. That's not what we're saying. Und ja, auch hier gilt, natürlich hat jede Person die Wahl, ihr Leben so zu führen, wie sie es für richtig hält. Aber bei Worten wie unterwerfen und ultra traditionell sollte man trotzdem genauer hinschauen. Sie sagt, dass es ihre persönliche Entscheidung ist, eine Tradwife zu sein, dass es keine Bewegung ist, die sie bewerben möchte. Sie will höchstens ihren Alltag zeigen und möchte Frauen nichts wegnehmen, wofür sie gekämpft haben. Und ja, sie zeigt unter anderem, wie sie in der Küche steht und backt und kocht und wie sie sich zurecht macht und wie sie sich um den Haushalt kümmert und einen entspannten Tag verbringt. Und hier sieht man dann vielleicht auch einige Parallelen zu den Stay-at-home-Girlfriends, oder? Aber sagt eben in einigen TikToks auch so Sachen wie, dass wenn man einen Mann heiratet, der nicht das Provider-Mindset hat, also das Mindset zu versorgen, dann hat man ein Leben mit einer schlechteren Qualität, weil man sich dann selbst um alles kümmern muss. Aber nein, sie will nichts bewerben. Außerdem romantisiert sie ja nicht nur mit diesem Rollenbild, sondern auch optisch gesehen die 50er und zeigt zum Beispiel solche Bilder und Werbungen. Alles schön und gut, aber da wird dann zum Beispiel ignoriert, dass Werbung in den 50ern auch so ausgesehen hat. Oder so. Oder noch krasser, so. Ist es immer illegal, eine Frau zu töten? Ja, schon, oder? Das ist nämlich das, was Unterwerfen und traditionell in den 50er Jahren bedeutet hat. Und das sollten wir auf keinen Fall vergessen, wenn wir über diese Zeit reden. Das war eine Zeit, in der Frauen größtenteils keine Rechte hatten und zu Hause bleiben mussten, weil sie keine andere Wahl hatten. In dieser Community wird es oft so dargestellt, als wäre das aber die viel bessere Zeit und somit auch der bessere Lebensstil im Vergleich zu heute. Welcome to 2022, where you can do anything a man can do. I am so excited to finally be here. You are going to love it. Feminism has done so much for women. Do tell. No more aprons, first of all. Oh, do we finally have a butler to cook for us? Oh gosh, no, you'll just eat pre-made greasy crap out of a bag on your way to and from work. I suppose that sounds convenient, so I get to work outside the home? Totally. You get to sit in a cubicle all day while you stare at a computer screen, chugging coffee. So liberating, right? You'll still have to do all the cleaning. That's what your weekends are for, cleaning and laundry. Oh, and errands and yard work. Wait, so I have to work full-time plus still manage my home full-time? Und ja, diesen Punkt
kann ich sogar irgendwo verstehen. Laut dieser Befragung vom Datingportal Elite Partner unter 4000 Menschen, die in Beziehungen sind, übernehmen größtenteils Frauen die Hausarbeit. 56% von ihnen haben angegeben, dass sie sich größtenteils um Kochen, Einkaufen und die Essensplanung kümmern. Und sogar 65% sagen, dass sie überwiegend alleine Wäsche waschen, aufräumen und putzen. In anderen Bereichen sieht es laut dieser Befragung übrigens deutlich ausgewogener aus. Und ja, da spielen ganz viele Dinge mit rein, zum Beispiel, dass Haushalt oft nicht als Arbeit anerkannt wird und ja auch nicht bezahlt wird wie klassische Jobs. Deswegen kann ich auch irgendwo verstehen, wenn man sagt, spiele ich nicht mit, aber direkt in die 50er zurück? Really? Gibt's da nichts irgendwie dazwischen? Weiß nicht, wie waren denn die 90er? Dass diese Bewegung echt gefährlich werden kann, sieht man, wenn man hört, warum Leute wieder aussteigen. Madison zum Beispiel hat sich früher auf TikTok als Tradwife inszeniert. Can you imagine me, the wife of that boorish, brainless Madame Gaston? Can't you just see it? Wobei man hier vielleicht auch wahrscheinlich sagen muss, dass man ja gerade wegen der feministischen Bewegung die Wahl hat, jetzt zu Hause zu bleiben. Aber das ist eine andere Geschichte. Jetzt will sie auf jeden Fall sich nicht mehr so bezeichnen, wegen einem ziemlich krassen Grund. The extremists in the tradwife community really started just taking over the entire movement as a whole, condoning white supremacy and R word that I will not say because TikTok will take my video down. Yep. Mit dem R-Wort ist übrigens Rape, also Vergewaltigung, in dem Fall in der Ehe gemeint. Eine Sache, die in den 50ern ja auch nicht als Straftat anerkannt wurde. Und zum Beispiel in Deutschland erst seit 97 strafbar ist. Und dass die Tradwives mit dem White Supremacists zusammenhängen, das weiß man schon seit 2018. Heißt so viel wie weiße Vorherrschaft und sie sind zum Beispiel dafür, möglichst viele weiße Babys zu produzieren. Produziert man Babys eigentlich? Das klingt so maschinell irgendwie, oder? Und auch hier gilt, klar sind es wie immer nicht alle, aber Fakt ist, es gibt Schnittstellen zwischen dieser Bewegung und dem Rechtsradikalismus. Vielleicht habt ihr vor kurzem mitbekommen, wie die AfD Sachsen dieses Meme hier auf Instagram gepostet hat. Hier wird die moderne, befreite Feministin mit der traditionellen Frau verglichen, die natürlich in jeder Hinsicht viel, viel besser ist. Das kommt ursprünglich genau aus dieser Tradwife-Bewegung. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie wir von Stay-at-Home-Girlfriends hier gelandet sind, aber here we are. Sowohl bei Tradwives als auch bei den Stay-at-Home-Girlfriends sprechen die Leute vor allem auch in den Kommentaren davon, dass das größte Problem die finanzielle Abhängigkeit von jemand anderem ist. Denn wenn der Partner das Geld nach Hause bringt, dann bestimmt er ja auch über alles. Unter beiden Bewegungen finden sich besorgte Kommentare. Sie fragen sich, was denn die Leute tun werden, falls der Plan nicht aufgeht, raten deswegen auch einen Backup-Plan zu haben für den Fall der Fälle, sagen, dass jeder erstmal denkt, dass man eine gute Person heiratet, Menschen einen aber überraschen können und man nicht in einer Situation enden möchte, in der man hilflos ist. Es kann ja auch passieren, dass der Mann krank wird zum Beispiel, sich verletzt oder physisch einfach nicht mehr arbeiten kann. Und andere sagen sogar, dass sie selbst schon in einer schlimmen Situation nach ihrer Ehe waren und da nie wieder hinwollen. Diese Kritik und Sorgen werden aber selten angenommen, so nach dem Motto, wenn ihr wirklich Feministinnen seid, dann solltet ihr mich machen lassen. Let me think about that. Would I? No, I fucking wouldn't. Ich habe so das Gefühl, wir brauchen hier eine dritte Partei, die das einschätzen kann. Natascha Wegelin beschäftigt sich bei Madame Moneypenny mit der finanziellen Unabhängigkeit der Frau. Auf ihrem Blog nennt sie auch echte Beispiele von Frauen, die in genau so eine Situation kommen und sich nicht mit Finanzen auskennen, bis sie sich scheiden lassen. Sie hat sich den Trend für unser Video mal angeschaut und sieht das Ganze ziemlich kritisch. Wer das Geld hat, hat die Macht, ganz einfach. Und wenn in einer Beziehung nur einer das Geld ranholt, entsteht ein unschönes Machtgefüge, was natürlich auch entsprechend ausgenutzt werden kann. Das fängt ja schon damit an, dass der eine Part sich jederzeit trennen kann, weil es finanziell gar kein Thema ist, während in diesem Fall die Partnerin sich eine Trennung vielleicht gar nicht leisten kann und somit in einer unglücklichen Beziehung verharrt. Mal weiter gedacht in die Zukunft, wenn es dann zu einer Trennung kommt, stehen viele Frauen mit herzlich wenig da. Keine Karriere, keine Kohle, kein Vermögen, dafür aber natürlich weiterhin Ausgaben und gerne auch mal ein paar Kinder, die natürlich auch noch mit versorgt werden wollen. Das ist oftmals ein Pfad in die Armut. Dazu kommt, dass die Stay-at-Home-Girlfriends oft noch in ihren 20ern sind. Wenn sie zu Hause bleiben und keine Qualifikationen oder keine Arbeitserfahrung holen währenddessen, wird der Einstieg zurück in den Job, selbst wenn sie irgendwann wollen würden, wahrscheinlich nicht ohne. Und ja, I know, man soll ja nicht vom Schlimmsten ausgehen und natürlich ist nicht jeder, der sich finanziell um alles kümmert, gleich ein schlimmer Mensch oder so. Ich wette, es gibt ganz viele Partnerschaften, die nach genau diesem Modell super funktionieren, aber für den Fall der Fälle muss man sich ja mindestens damit mal auseinandersetzen. Ich werfe jetzt einfach mal in den Raum, dass jede dritte Ehe in Deutschland aktuell statistisch gesehen in einer Scheidung endet. Ist jetzt nicht besonders romantic,
aber es ist die Wahrheit. Und bei der Recherche sind mir einige Fälle begegnet, bei denen Frauen gesagt haben, ich habe mich nicht getraut, mich zu trennen, weil mein Mann die Kontrolle über das Geld hatte. Oder Frauen, die in Beziehungen bleiben, in denen sie nicht sein wollen, damit sie nicht auf der Straße leben müssen. Finanzielle Abhängigkeit kann zu ökonomischer Gewalt führen. Eine Form von Gewalt, in der der Partner Macht und Druck ausübt, weil er die Kontrolle über das Geld hat. Und dann zum Beispiel entscheiden kann, wann er wie viel abgibt. Zum Beispiel darauf besteht, dass die Partnerin kein eigenes Konto hat oder in Streitsituationen auf einmal kein Geld mehr gibt. Und übrigens muss man dafür nicht mal Stay-at-home-Girlfriend oder Tradwife sein, um in eine finanzielle Abhängigkeit zu kommen. In einer weltweiten Befragung hat die UBS Bank 3700 vermögende Frauen weltweit in 9 Ländern befragt und es kam heraus, dass Deutschland, was die Rollenverteilung bei finanziellen Entscheidungen angeht, auch eher traditionell unterwegs ist. 60% der Frauen haben angegeben, dass sie das ihren Partnern überlassen. Dann wundert es mich auch nicht unbedingt, dass sich nur jede dritte Frau in Deutschland finanziell unabhängig fühlt. Auch für diese Umfrage vom privaten Finanzdienstleistungsinstitut Fidelity International und einem Marktforschungsinstitut wurden über 2000 Deutsche befragt. Die Gründe, die zu dieser finanziellen Abhängigkeit führen können, sind übrigens total vielfältig. Häufig ein geringeres Einkommen, mehr Teilzeit und eine stärkere Verantwortung für Familienangehörige zum Beispiel. Und das wird im Alter übrigens auch nicht besser. Viele Frauen fürchten, finanziell abhängig zu werden. Und auch das kann ich total nachvollziehen. Vor allem wegen der aktuellen Geschehnisse machen sich super viele Menschen Sorgen um die finanzielle Lage. Ich habe hier auch zum Beispiel diese Umfrage von der Axel Springer Marktforschung gefunden, wo 1000 Frauen befragt wurden. Und hier kam sogar raus, dass sich ein Fünftel der 16- bis 29-Jährigen vorstellen kann zu heiraten, um sich finanziell abzusichern. Viele belastende Umfragen und Statistiken, I know, aber deswegen wollte ich von Natascha wissen, ob es irgendeine Möglichkeit, irgendein Bare Minimum gibt, dieses Lebensmodell zu wählen, zu Hause zu bleiben und trotzdem abgesichert zu sein. Stay-at-home-Girlfriend und gleichzeitig finanziell unabhängig zu sein, ist natürlich sehr, sehr schwierig, denn finanzielle Unabhängigkeit kommt dadurch, dass ich ein eigenes Vermögen habe, was wiederum normalerweise durch ein eigenes Einkommen gespeist wird. Das fällt in diesem Lebensmodell ja schon mal komplett weg. Was jede Frau haben sollte, das absolute Minimum, ist ein eigenes Konto. Ein eigenes Konto ist nicht das Gemeinschaftskonto, wozu ich eine EC-Karte habe, sondern ein Konto, wo nur mein Name draufsteht und wo mindestens mal mein Notgroschen drauf liegt, sodass, wenn alle Dämme brechen, ich mindestens 3 Monate lang überleben kann. Und ansonsten, ja, wenn es darum geht, auch Vermögen aufzubauen, wenn ihr eine Immobilie kauft, gemeinsam beispielsweise ein Eigenheim, achtet darauf, dass euer Name mit im Grundbuch steht. Mal so als Regel, alles, wo nicht euer Name draufsteht, gehört euch im Zweifelsfall nicht. Dazu muss man sagen, besonders als Girlfriend hat man ja keinerlei Absicherung. Und was geschiedene und verwitwete Ehefrauen dazu sagen, ist vielleicht auch spannend. Denn in der weltweiten Umfrage von der UBS Bank sagten 76% der verwitweten und geschiedenen Frauen, dass sie sich gewünscht hätten, dass sie während ihrer Ehe stärker in langfristige Finanzentscheidungen eingebunden gewesen wären und nicht erst danach. Und fast genauso viele hatten negative finanzielle Überraschungen nach der Scheidung oder dem Tod des Partners. Das sind ganz schön viele, oder? Jetzt ist die Frage aller Fragen, was sagen denn die Stay-at-home-Girlfriends eigentlich selbst dazu? Weil die haben wir bisher noch gar nicht gehört. Dafür können wir uns zum Beispiel Christina White anschauen. Sie ist seit 10 Jahren Stay-at-home-Girlfriend und macht Videos über ihr Leben und in einem Q&A auf ihrem Kanal hat sie das hier gesagt. Well, many people will think that being a stay-at-home girlfriend is a waste of a life. I can truly say that I'm blessed and have been blessed to experience all that I have with the love of my life. Yes, there's been ups and downs, but we've come through and we learn from it and adjust and become even stronger as a couple together. Und als sie jemand in den Kommentaren als arbeitslos bezeichnet hat, hat sie einfach nur gesagt, nö, in Rente. Und ja, in diesem Video haben wir uns das ja auch schon mal angeschaut. Davon träumen ja wirklich super viele Leute. Weniger bis gar nicht arbeiten, mehr Zeit für das, was einen erfüllt. Und das, was einen erfüllt, ist natürlich, Surprise, total individuell und muss nicht die Karriere sein. Nur um eine richtige Entscheidung treffen zu können, muss man eben das ganze Bild und die Risiken kennen. Über die wird bei diesen Videos oft aber nicht ausreichend genug gesprochen. Christina hat zum Beispiel Putzkräfte, die ihren Haushalt schmeißen. Das kann sich halt natürlich auch nicht jeder leisten. Und auch Kendall Kay, ihr wisst schon, die erste Stay-at-home-Girlfriend, hat in einem Interview dem Business Insider verraten, dass sie glaubt, dass die Leute ein falsches und stereotypisches Bild von ihrem Alltag haben und das aber nur die schönsten Momente waren. Sie produziert zum Beispiel Content für alle möglichen Social-Media-Plattformen und das braucht natürlich auch Zeit und Arbeit. Und auch Stay-at-home-Girlfriend Zoe Ray hat in diesem Interview erzählt, dass sie sogar ein eigenes kleines Unternehmen hat, von zu Hause arbeitet und gleichzeitig den Haushalt macht. Wait, what? Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, das sind gar keine Stay-at-home-Girlfriends. Das sind Working-from-home-Girlfriends, die dazu auch noch den Haushalt machen.
während ihr Partner eben das meiste Geld beisteuert, oder nicht? Ich frage mich, warum stellt man sich denn selbst so dar, als würde man gar nicht arbeiten? Und zur Arbeit zähle ich, by the way, auch den Haushalt, wenn man keine Putzkräfte hat. Und beide haben übrigens gesagt, dass sie sich um ihre finanzielle Unabhängigkeit kümmern und vorsorgen, um sich im Falle eines Falles schützen zu können. Wo sind die TikTok-Videos dazu? Also gut, dass sie es sagen, aber man muss halt wirklich danach suchen. Jetzt würde mich total interessieren, was ihr zu diesen Trends und Rollenverteilungen so sagt. Also könnt ihr euch das vorstellen, eine Stay-at-home-Girlfriend oder meinetwegen Boyfriend zu sein oder eben ganz klassisch Hausfrau zu sein? Vielleicht wart oder seid ihr es ja sogar? Dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Thanks. Hier kommt ihr zum Video, in dem wir darüber sprechen, warum wir keine Lust mehr haben, so viel zu arbeiten. Und hier kommt ihr zu einem unserer letzten Videos. Wir freuen uns, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Das hilft uns immer sehr. Abonniert, falls noch nicht getan. Und kommt nächste Woche wieder. Bye!